In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Frage, solidarisches Wirtschaften, zielt es auf gesellschaftliche Veränderungen oder zielt es eher auf ökonomische Selbsthilfe? Das ist ein immer wieder diskutierter Themenkomplex und den wollen wir uns genauer nochmal anschauen. Im ersten Step und im zweiten Abschnitt wollen wir uns dann nochmal beschäftigen mit Theorien solidarischen Wirtschaftens, auch in ihrer verschiedenen Ausprägung. Die Lernziele für Sie sind, dass Sie nochmal die Ausrichtung solidarischen Wirtschaftens genauer untersuchen und kennenlernen und auch nochmal den historischen Hintergrund dazu verstehen und Einblick erhalten in die Diskussion um die Ambivalenz dieser Strategie. Ja, Gesellschaftsveränderung oder Selbsthilfe, das ist sehr, sehr häufig in der Diskussion ein Thema. Wir hatten das schon mal berührt bei dem, was Karl Marx über die Genossenschaften gesagt hat, nämlich, dass er ihnen mehr oder weniger keine gesellschaftsverändernde Energie zutraut und sie eher so in der Ecke der Selbsthilfe sieht. Allerdings ist es hat sich das natürlich verändert über die Jahrzehnte hinweg und Jahrhunderte hinweg. Und man kann erstmal so aufgrund der Vielfalt der Projektansätze und der Projektausprägungen keine eindeutige Antwort geben. Also es gibt im Grunde genommen beide Richtungen, die mehr die Gesellschaftsveränderung in der Ausrichtung, in dem Ziel haben. Und es gibt die anderen, die eher auf Selbsthilfe abheben. Es ist aber natürlich so, dass die gesamte Bewegung schon so eine gesellschaftliche Ausrichtung braucht, damit sie auch eine breitere Wirkung erzielen kann. Und da wird in der Diskussion immer davon ausgegangen, dass der erste Schritt dafür die intensivere Kooperation zwischen verschiedenen Projekten ist, zwischen Netzwerken und Produktionsketten, wie sie sich so ausgebildet haben. Also dass die sich wiederum austauschen und vernetzen. Und da wird eben sehr häufig auch auf Lateinamerika verwiesen, wo genau diese Vernetzungsstruktur schon sehr weit fortgeschritten ist, im Gegensatz zu Europa, wo man das eigentlich nur im Fall von Mondragon in einer sehr ausgeprägten Weise sehen kann. Dort ist so ein Netzwerk auf jeden Fall schon sehr stark ausgeprägt. Außerdem kommen wir wieder zu Brasilien, weil auch dort ist der Prozess weit fortgeschritten. Insofern auch als staatliche und gewerkschaftliche Institutionen diesen Prozess auch unterstützen. Das heißt, wenn man die Aktiven in Brasilien befragt, was ist denn das Ziel, eher Gesellschaftsveränderung oder eher Selbsthilfe, dann sagen sie, im Grunde genommen ist es beides, gleichzeitig Selbsthilfe und eine Aktion des Widerstandes. Und diese Zwitterstellung bringt aber natürlich auch Zwänge mit sich. Die kann man auch am Beispiel der Kooperative Mondragon sehr gut beobachten, denn natürlich ist diese Kooperative auch den Marktzwängen sehr stark unterworfen, was auch teilweise dazu schon geführt hat, dass einzelne Betriebe in Insolvenz gingen. Das heißt, letztendlich den Marktmechanismen auch nicht standgehalten haben. Eine weitere Frage ist ob denn die Partizipation, die in diesen solidarwirtschaftlichen Initiativen oder Unternehmen stattfindet, also die Arbeitermitbestimmung, sage ich mal, ob die denn eigentlich auch eine gesellschaftliche Wirksamkeit entfaltet oder entfalten kann
Und interessanterweise haben einige Untersuchungen gezeigt, dass das auch kein Automatismus ist. Also nicht automatisch deswegen, weil jetzt ein solidarwirtschaftliches Unternehmen sehr starken Wert legt auf Mitbestimmung. Nicht allein deswegen beispielsweise resultiert daraus ein Mehr an Demokratie in der Umgebung dieser Unternehmung oder auch in dem Kooperationsverbund. Also Mitbestimmung kann sich sogar negativ auswirken auf Demokratisierung, weil teilweise auch diese Partizipation instrumentalisiert wird, um eine Leistungserhöhung zu erzielen und die Mitarbeiterinnen zu immer mehr sozusagen anzuregen und eben bis hin zur Selbstausbeutung. Ist klar, in dem Moment, wo es sozusagen keinen Unterschied mehr gibt zwischen Inhaber und Angestellten, wo also jeder letztendlich mit partizipiert an dem Unternehmen, ist natürlich auch die Schwelle dahin zu sagen, ich bin jetzt hier für alles verantwortlich, auch sehr, sehr gering. Diese Untersuchung hat dann ergeben, dass für die Übertragung der Erfahrung der Mitbestimmung auch nochmal ein Lernprozess erforderlich ist, wenn er zu mehr Demokratisierung in der Gesellschaft führen soll. Denn ansonsten wird es wirklich nur beschränkt wahrgenommen auf die Realität in diesem Unternehmen und nicht mit den Implikationen, die das Ganze auch noch hat für gesellschaftliche Prozesse. Das heißt, die Frage der Reflexion der eigenen Erfahrungen und die daraus abgeleiteten Lernprozesse sind fundamental wichtig für die Frage, welches Ziel solidarökonomische Betriebe zum einen verfolgen, zum anderen aber auch überhaupt erreichen können. Und ich möchte Ihnen noch ein paar Überlegungen vorstellen zu dieser Frage, was kann denn solidarische Ökonomie überhaupt leisten, weil häufig wird eben gesagt, naja, das beschränkt sich ja eben auch auf so einen bestimmten Lokalismus, also man macht dann irgendwie so in einem begrenzten Einflussgebiet, verändert man ein paar Dinge, ein bisschen Unternehmenskultur, ein bisschen mehr Ökologie, ein bisschen mehr Mitbestimmung. Aber bei näherer Betrachtung muss man dann sagen, zumindest das Potenzial der solidarischen Ökonomie geht schon darüber hinaus. Und mein Kollege Andreas Exner vergleicht die solidarische Ökonomie immer im Gegenüber dann auch zu den Konzepten bedingungsloses Grundeinkommen, Commons und Green New Deal. Und er sagt im Grunde, weil das sind im Moment die Diskurse, die er vergleichbar empfindet mit der solidarischen Ökonomie. Und er sagt eben, diesem gegenüber ist der eindeutige Vorteil der solidarischen Ökonomie dass einfach konkrete Erfahrungen damit verbunden sind. Also weil sowohl die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen als auch die um die Commons ist eher akademisch ausgerichtet oder eher auf eine bestimmte Bewegung ausgerichtet. Ja, wobei sich das auch aktuell, glaube ich, nochmal sehr stark ändert. Da muss man vielleicht nochmal genauer hingucken, weil das bedingungslose Grundeinkommen wurde ja auch mittlerweile in verschiedenen Regionen der Welt einfach auch getestet. Aber tendenziell, sagt er, sind diese Vorschläge der Alternativen zum kapitalistischen System sehr viel weniger in der Praxis erfahren als die solidarische Ökonomie. Und vor allem es ist dort in der solidarischen Ökonomie einfach der Bezug zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zu den sozialen Bewegungen und den sozialen Kämpfen von Anfang an sozusagen mit in der DNA drin. Und darin sieht er das eigentliche Potenzial, was häufig auch vergessen wird, ja, weil dann gesagt wird, okay, ihr seid ja nur an Reformismus oder Lokalismus interessiert. Dabei ist doch eigentlich sehr viel mehr angelegt.
Also das heißt, die solidarische Ökonomie befindet sich genau in diesem Spannungsfeld und auch in dieser Ambivalenz der Konzepte, der Wirtschaftskonzepte des dritten Weges. Als solche bezeichnet man eben wirtschaftspolitische Konzepte zwischen Kommunismus und Kapitalismus, wie es beispielsweise in Jugoslawien praktiziert worden ist, wie es auch andere Konzepte gibt von Freiwirtschaft oder wie es Soziologen teilweise denken, wie Giddens zum Beispiel, oder auch Tony Blair hat nochmal so ein Konzept vom dritten Weg aufgemacht und vorgeschlagen, also jenseits sozusagen von Kapitalismus oder Sozialismus. Und da ist eben auch nochmal wichtig zu sehen, dass die Aussagen des Marxismus über die solidarische Ökonomie, über die Genossenschaften in dem Fall auch teilweise überhaupt nicht mehr hinterfragt worden sind, auch nicht von den darauf folgenden Theoretikern, auch nicht wirklich in der Sozialdemokratie oder auch nicht in den Gewerkschaften. Die haben mehr oder weniger diese marxistischen Haltungen übernommen, was sehr, sehr schade ist und sehr, sehr schwierig ist, weil diese Aussagen natürlich an den damaligen Stand der Entwicklung sowohl von der Genossenschaftsbewegung als auch von der Arbeiterbewegung gekoppelt waren und die Arbeiterbewegung einfach auch noch gar nicht an dem Stand war. Beispielsweise die Arbeiterinnen und Arbeiter waren noch so sehr beschäftigt, überhaupt die Ausbeutungsmechanismen abzuwehren, dass sie auch noch keine Luft hatten, um jetzt beispielsweise Genossenschaften oder andere Konzepte zu entwickeln. Also es war auch ein ganz anderer Stand der Bewegung. Darauf wird auch immer wieder hingewiesen in der Literatur. Aber es fehlte leider oder fehlt bis heute letztendlich eine Aufarbeitung von dieser Seite, also von der Seite des theoretischen Sozialismus, was eigentlich das Potenzial des Genossenschaftssektors und des solidarökonomischen Sektors betrifft. Das zeigt sich sehr, sehr häufig und auch sehr negativ, dann auch durchaus mal an praktischen Beispielen. Beispiel Betriebsübernahme gibt es jetzt in Deutschland nicht so viel, aber es gab vor einigen Jahren das recht bekannt gewordene Strike-Bike, also so ein Fahrradhersteller, der auch in Belegschaftshand übernommen werden sollte. Und da war es dann so, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die politisch linksgerichteten Parteien sich in keinster Weise dort irgendwie förderlich eingebracht haben und es auch nicht unterstützt haben. Diese Gründung sozusagen oder die Übernahme in Selbstverwaltung und dass da also, kann man fast sagen, von der Seite aus ein fast komplettes Vakuum besteht. Unterstützend tätig waren dann Einzelpersonen in dem Fall oder dann auch Genossenschaftsverbände, aber auch nicht in ihrer Breite. Also es ist so, in Deutschland kann man eigentlich sagen, fühlt sich auch niemand so richtig zuständig für solche Themen, schon gar nicht diejenigen, deren Anliegen es eigentlich sein müsste. Und insofern kann man nicht oft genug sagen, dass hier einfach einmal eine Aufarbeitung bestimmter historisch gewachsener Verhärtungen passieren sollte. Wenn man da über diese Widersprüche sich austauscht, kommt man natürlich ganz automatisch auch zu dem Oppenheimerschen Transformationsgesetz, was auch berüchtigt ist. Oppenheimer hat als Soziologe sich die Entwicklung der Siedlungsgenossenschaften damals angeschaut und hat dann ein Gesetz formuliert, nachdem er sagt, diese Unternehmen haben eigentlich nur zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder sie gehen unter aufgrund von Kapitalmangel, ja, oder wenn sie sich am Markt behaupten, dann werden sie so groß, dass sie irgendwann einem kapitalistischen Unternehmen vollkommen gleich werden. Sie werden jetzt gleich denken, ah ja, kann ich was mit anfangen, ist ja wohl auch so.
richtig, es gab natürlich viele Beispiele, wo das genau so gelaufen ist. Ich hatte schon erzählt von der Glashütte Süßmuth beispielsweise, die auch ein Beispiel jetzt hier aus der Region Kassel, wo sich ein Unternehmen circa 20 Jahre lang in Selbstverwaltung stabil auch gehalten hat mit über 200 Mitarbeitern. Und also ganz stimmt das nicht, was Oppenheimer dort formuliert. Und es stimmt auch nicht, wenn man auf Erfahrungen nochmal zurückblickt, wie etwa den Weg, den Jugoslawien eingeschlagen hat, mit der Selbstverwaltung, die ja also circa 40 Jahre lang dort immerhin sich etabliert hatte, mit der Ausbildung von Arbeiterräten, also die mit der Vorgehensweise, dass also Beschäftigte eines Unternehmens sowohl ihren Chef wählen konnten, als auch über die Planung, über die Löhne, über alles, was wichtig war, letztendlich mitentscheiden konnten. Und auch natürlich mit der Zielsetzung, dass dieses Selbstverwaltungsprinzip auf die staatlichen Organe ausgeweitet werden sollte und damit sozusagen ein Angriff mehr oder weniger auf die staatliche Bürokratie vorgenommen wurde, der auch in Ansätzen gelang. Das heißt, dort gibt es einfach Erfahrungen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Natürlich ist das Experiment Jugoslawien auch beendet worden, dann Mitte der 80er Jahre oder Ende der 80er Jahre. Aber die Gründe waren natürlich sehr viel komplexer, als dass man einfach sagen könnte, naja, das lag halt daran, dass Selbstverwaltung sowieso nicht funktioniert. Also so ist es mit Sicherheit nicht zu sehen. Insofern verweist Exner dann auch nochmal darauf, dass nicht nur die Solidarwirtschaft in diesem Dilemma sich befindet zwischen einerseits Reduktion auf lokale Ereignisse und dann eben möglichem Scheitern aufgrund von Geldmangel oder auch aufgrund von Integration in die herrschenden Strukturen, sondern er sagt halt, das gleiche Dilemma droht im Grunde genommen auch der anderen Ausrichtung des Sozialismus beispielsweise, der sich komplett fixiert darauf, die Staatsmacht übernehmen zu wollen. Beispiel Stalinismus, das heißt, der Staat übernimmt dann die Rolle der Bewegung letztendlich und das Ganze endet in einer Transformation von oben, die natürlich auch nicht anvisiert worden war. Also das im Grunde genommen auch wieder ein Argument für genau die Stärke dieser Zwitterstellung zwischen den Organisationen, ja auch zwischen den Konzepten einer Fixierung auf Partei oder auch auf Staat. Genau das sehen viele Autoren als die einzigartige Stärke letztendlich auch dieser solidarökonomischen Position, die natürlich nur sinnvoll bewältigt werden kann, wenn sie in einen Lernprozess mündet und wenn sie auch ein Mindestmaß an Reflexion ihrer eigenen Stellung mehr oder weniger selber vornimmt, damit sie sich weiterentwickeln kann. Aus diesem Hintergrund könnte man sagen, die solidarische Ökonomie ist im Grunde genommen das Beste, was wir haben. Das heißt, sie hat die Stärke der Verbindung zwischen bereits realisierten Teilumsetzungen einer anderen Ökonomie und auf der anderen Seite auch noch vielen ausstehenden Visionen und möglichen Innovationen, die dann auf dem Weg der Lernprozesse und
der Bildungsprozesse und auch der Reflexion und des Austausches in den Netzwerken durch gleichberechtigte Kooperationen letztendlich weiterentwickelt werden können.